In diesem zweiten Video beschreibe ich die Reise von A Coruña bis nach Portimão, das heißt von Galicien oben bis in die Algarve. In diesem Teil spielt die Strömung keine große Rolle mehr. Also man braucht auch keine Tidennavigation zu machen, man braucht im Grunde genommen kaum mal der Tidenberechnung zu machen, es sei denn bei den Hafeneinfahrten, um dort über die Barre zu kommen etc. Aber ansonsten braucht es nicht so wie im englischen Kanal diese exzessiven Berechnungen der Tiden und vor allen Dingen der Ströme. Der Strom läuft normalerweise mit einem halben Knoten oder einem Knoten mit, das heißt, man kann ganz beachtliche Strecken zurücklegen. Zwei Besonderheiten gibt es im Nordteil, das heißt in Galicien. Erstens ist dort sehr oft Nebel, und zwar also oft Nebel, sagen wir mal, und zwar zum Teil sehr starker Nebel. Da sieht man den Bugkorb gerade noch oder vielleicht ein bisschen weiter, das kommt oft vor. Der lichtet sich dann aber relativ schnell normalerweise. Und zweitens gibt es doch beachtlichen Schwell zum Teil, vor allen Dingen auch wenn Tiefdruckgebiete draußen auf dem Atlantik sind, die diesen Schwell erzeugen. Und da muss man darauf achten, dass der nicht zu hoch ist oder beziehungsweise ist der sehr störend, vor allen Dingen dann, wenn es keinen Wind gibt. Der Wind, wenn er dann kommt, übrigens kommt üblicherweise so, dass er am Vormittag loslegt, dann ist die Iberische Halbinsel aufgeheizt und es ist sowas wie so ein Hitzetief über die Iberischen Halbinsel. Das heißt, der Wind, der dann normalerweise oder oft einsetzt, kommt dann gegen 10, 11 Uhr. Kann man rausfahren, sich vor den Wind stellen und warten, wenn man Glück hat, kommt er. Aber ich bin auch schon mehrfach runtergefahren. Ich glaube, die Strecke habe ich jetzt 5-mal gemacht. Ich bin schon mehrfach runtergefahren, völlig ohne Wind. Also das kann alles passieren, ne? In Galicien gibt es ganz viele Ankerplätze. Das habe ich früher irgendwie nicht beachtet. Ich bin da mal vorbeigefahren in großen Schlägen, auch weil ich keine Zeit hatte vermutlich. Diesmal habe ich mir die Zeit genommen und habe dort viele Ankerplätze besucht oder einige Ankerplätze besucht. Und da kann man sich wochenlang drauf aufhalten, in den Rias und so weiter, in dieser Gegend. Also wirklich eine tolle Gegend. Genau. Also ein paar Ankerplätze werde ich beschreiben und euch zeigen und dann geht es mit dem zweiten Teil weiter. Und jetzt, nachdem der Sturm vorbei ist und es ruhig ist, gibt es Rush Hour an der Tankstelle. Zum Glück haben wir bereits getankt. Montag, 12. August 2019, Ausfahrt aus La Coruña. Seit gestern bin ich mit an Bord und wir fahren jetzt die spanische, portugiesische Küste Richtung Süden bis nach Portimão. So, bei der Abfahrt haben wir den Torre Hercules, den ältesten noch in Betrieb befindlichen Leuchtturm der Welt. Ziemlich hoher Schwell hier. Das bringt einen ganz schön aus dem Kurs, beziehungsweise kann einen ganz schön ins Schwanken bringen. Die Islas Cisargas sind dann Backbord. Wir wollten eigentlich nach Corma rein, aber ich glaube, der Schwell ist zu groß. Wir werden jetzt weiterfahren bis nach Camariñas, wie es aussieht. Jetzt ist 15 Uhr, also ich schätze mal um 19 Uhr sind wir in Camariñas da. Vor uns ist das Cabo Vilán. Das ist kurz vor Camariñas. Und dann sind wir froh, wenn wir drin sind, weil wir sind die ganze Zeit Motorrad. Hier ist ein riesen Schwell. Und jetzt reicht es aber auch nach 45 Meilen. Abends um 19 Uhr sind wir da. Das geht alleine weg, ne? Ja. Hier liegen wir jetzt wunderbar vor Anker, Camariñas. Ganz toll, habe ich gar nicht gewusst, dass man hier so schön liegen kann. Direkt voraus ist ein Strand. Und viele Ankerleger sind da. Das Wetter ist jetzt auch schön geworden. Der Wind hat ein bisschen mal zugenommen, sodass wir hier ganz toll und ganz ruhig vor Anker liegen können.
Die Ankerbucht hier in Camarinas ist nur zu empfehlen. Total geschützt und ganz romantisch. Vorne mit dem Strand, ein paar schöne Häuser. Wunderbar, alles klasse. So, heute ist endlich mal Wind. Wir können segeln, das gibt's gar nicht. Und segeln jetzt hier raus aus der Bucht von Camarinas. Wir haben ganz wenig Welle, beziehungsweise ganz wenig Schwellen noch von gestern und wenig Windsee im Moment noch. Mal gucken. Aber auf alle Fälle haben wir endlich mal Wind. Und zwar 10 Knoten. Nicht viel, aber wir können fahren. So nah war ich noch nie am Kap Finisterre vorbei. Sieht toll aus. Sieht echt toll aus. Und sieht so ähnlich aus wie eine Contest, ist aber klein. Und dann fahren wir da vorne um die Ecke, am Kap Finisterre, wieder ein Stück hoch mit Maschine wahrscheinlich. Und dann gehen wir da vor Anker. So, das südlichste Kap umrunden wir dann, um wieder hinterm Kap Finisterre nach Norden zu gehen, an einem hoffentlich grünen Ankerplatz. Wir fahren jetzt in die Bucht von Sardiniero und es sieht richtig toll aus hier. Das ist in der Bucht nördlich oder nordöstlich vom Kap Finisterre. Ja. Auf dem Weg von Sardiniero nach Muros ist es windstill, quasi windstill und neblig. Aber der Nebel geht einigermaßen, können wir hier unten sehen, der Nebel ist relativ hoch. Wir kommen heute am 14. August in der San Francisco Bay in der Nähe von Muros an. Eine wunderschöne, langgestreckte, weißen Sandstrand. Überall die Muschelbänke hier, siehst du das? Überall die Fischzuchten hier links. Von der Ensenada de San Francisco, also Muros, bis nach Bayona, beziehungsweise die Bucht gegenüber, können wir endlich segeln, so unter mit Schmetterling segeln, genau bei achterlichem Wind. Wir fahren immer so um die 6 Knoten, ganz sanft, alles läuft gut. Das erste Mal, dass ich vom Buch spiele. Wahrscheinlich habt ihr mich gesehen. Sind klar abgehauen, ja. Dann haben wir noch 2 Stunden. Dann fahren wir noch ganz dicht an den Islas jetzt vorbei, wie das Marexin, und fahren dann weiter in diese Bucht, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Irgendwas mit Boca, glaube ich. Und es läuft wunderbar. Wir fahren immer so um die 6 Knoten, 6,5
manchmal 6,3 manchmal. Perfekt. Ankunft in der Entrada de Baco, schräg gegenüber von Vigo. Am Freitag, den 16. August, fahren wir wieder weg aus der Ensenada de Barra. Die ist direkt gegenüber von den Islas Yes und hier vor uns sehen wir die Islas Yes, die wirklich sehr schön sind. Aber das sind ganz wenig Ankerlieger, weil das reglementiert ist, die Anzahl der Ankerlieger, die dort ankern dürfen. Tolle Kulisse in Bayern. Freitagabend, heute ist wahrscheinlich große Party. Ab Bayona kommt ein neuer Abschnitt der Reise. Bayona ist also praktisch die letzte größere Stadt quasi in Spanien. Und danach fängt bald Portugal an. Und dieser Abschnitt, der unterscheidet sich von der ersten, weil es gibt sehr lange Strände und sehr lange Strecken, wo keine Häfen sind. Also anders als in Galicien oben, wo man sich immer verstecken kann und so ein bisschen innerhalb segeln kann, ist es an dieser Strecke, ist man wirklich draußen auf See. Und der nächste Hafen, der möglich ist, ist eventuell sehr weit weg. Und hier spielt jetzt der Schwell die größte Rolle eigentlich. Weil aufgrund dieses Schwells, der von Westen meistens kommt, kann es sein, dass Häfen gesperrt sind. Da gibt es so ein Internetportal, ein offizielles. Dort wird für die Berufsschifffahrt beschrieben, wie die Zustände an den Zufahrten der Häfen sind oder in den Häfen sind. Und das gibt so ein Ampelsystem, Rot, Gelb, Grün. Bei Grün ist kein Problem. Bei Gelb soll man sehr vorsichtig sein. Die Berufsschifffahrt wohlgemerkt, also da wäre ich als Sportschiffer auch sehr vorsichtig. Und Rot heißt, der Hafen ist gesperrt. Warum ist der gesperrt? Da können sich durch den Schwell in der Einfahrt oder nahe der Einfahrt, da ist ja oftmals eine Barra davor, also eine Sandbank davor, können Grundseen entstehen, die extrem gefährlich sind. Deswegen darf man diese Häfen dann auch nicht anlaufen. Das heißt, in der Planung ist immer zu beachten, vorher in dieses Portal gucken, sind die Häfen offen, die man anlaufen will. Der nächste Hafen ist der offen, den man anlaufen will. Wie sieht der Schwell aus auf dem Atlantik? Kommt da eventuell Schwell im Laufe des Tages oder hoher Schwell, dann kann sich das natürlich auch ändern. Und das ist also wirklich extrem wichtig. Es gab schon Schiffe von erfahrenen Seglern, die da ums Leben gekommen sind, weil sie das nicht beachtet haben oder gedacht haben, wird schon gehen. Also das ist wirklich gefährlich. Gut, das ist eigentlich das Wichtigste. Und dann geht es quasi die Küste runter mit einigen Häfen bis nach Lissabon. Und da rede ich kurz später nochmal drüber. Ganz schön ist die Fackel hier. Heute Morgen hat es geregnet, da hat man überhaupt keine Lust aufzustehen. Aber wir haben es trotzdem gezogen, weil die Strecke ist ungefähr 65, knapp 70 Meilen lang. Und dann sind wir was sind wir abgehauen? Um 8, oder? 8 sind wir abgehauen. Und angeblich kommen wir um 18 Uhr an, also nach 10 Stunden. Und wir sind am Anfang sind wir gelaufen mit 8,5 Knoten die ganze Zeit. 8, 8,5, fast 9. Und jetzt laufen wir immer so 6 bis 7, teilweise 7,5. Alles kommt hin. So, das waren endlich mal viele Delfine.
Schön. Ja, aber wirklich ganz viele. Wir liegen hier vor Anker und können den Großen beim Rausfahren zugucken. So richtig malerisch ist es hier nicht und wir haben auch keine große Lust nach Porto zu fahren, also fahren wir morgen weiter. Der Wind ist gut, bläst uns ordentlich nach Süden, das ist wunderbar. Es gibt noch zwei Dinge, die an der gesamten Küste wichtig sind. Das ist erstens die Situation mit den Orcas. Da will ich gar nicht viel dazu sagen, weil da gibt es Portale, wo man sich gut erkundigen kann, Facebook-Gruppen, alles Mögliche. Ich mache da eine Verlinkung auch in die Videobeschreibung unten. Das ist also schon eine gefährliche Sache. Ich selber hatte mal einen Angriff von Orcas. Der ist zum Glück glimpflich verlaufen. Also es war kein Schaden, aber die haben das Schiff 10 Minuten lang malträtiert. Auch das Ruder und so, also ganz klassisch. Das war aber 2020 noch, das ist schon eine Weile her. Die zweite Sache sind die Lobsterpots. Also mit anderen Worten die Fischerbojen, die haben mal oben so eine Fahne dran, wenn die Fahne nicht gerade weggeweht ist. Die sind entlang der Küste wirklich massiv anzutreffen. Deswegen darf man eigentlich auch nicht nachts fahren, weil man die eventuell sonst in die Schraube bekommt. Und die sind aber in einem Bereich, würde ich sagen, von der Küste bis 100 Meter Tiefe oder 200 Meter Tiefe. Da sind viele Lobsterpots. Dann weiter draußen gibt es keine mehr. Oder nur noch ganz vereinzelt welche, wenn die vertrieben sind. Andererseits ist die Empfehlung, dass man nahe der Küste fährt, wegen der Orcas, das heißt im Bereich unter 20 Meter Wassertiefe fährt, weil dort offensichtlich die Angriffe nicht stattfinden oder bisher noch nicht stattgefunden haben. Also die Orca-Angriffe. Das ist aber genau die Gegend, wo die Lobsterpots sind. Daraus folgt natürlich, dass man an dieser Küste nur tagsüber fahren kann, weil man kann dann im Bereich von unter 20 Meter bleiben, aber man muss wirklich ununterbrochen Ausschau halten nach diesen Lobsterpots. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, aber die können wir jetzt hier, die werde ich jetzt nicht weiter besprechen, dass man ganz weit rausfährt auf den Atlantik, was weiß ich, 100 Meilen rausfährt oder so, und dann, oder 50 Meilen rausfährt und dann nach Süden fährt. Das ist natürlich eine andere Strategie und ich glaube auch wirklich in sehr tiefem Wasser, weit weg von der Küste, da geschieht relativ wenig, soweit ich weiß, mit Orcas, und da sind auch keine Lobsterpots. Also wenn man Strecke machen will, dann wäre es vielleicht sogar nicht schlecht, weit rauszufahren. Da gibt es jetzt nicht so furchtbar viele Daten drüber, weil es wenige Schiffe machen. Aber vermutlich sind da die Angriffe ein bisschen weniger von Orcas. So, das war's zu dem Thema. Morgens in Lechus holen wir den Anker wieder auf. Wir wollen eine ganze Ecke fahren nach Figueira da Costa und zurück. Jetzt sind wir in der Annäherung Figueira da Costa. Hier ist das Kap. Neben uns ist ein Segler, der ist schon den ganzen Tag neben uns. Mal weiter drin, mal weiter draußen. Hier vorne ist das Kap und dann geht es links ab nach Figueira da Costa.
Von Figueira da Foz fahren wir jetzt direkt mit einem superklasse Raumwindkurs. 7 Knoten Fahrt, 7,5 Knoten Fahrt. Wind ist nicht zu stark, um die 14 Knoten. Eine wunderschöne ruhige See. Das ist natürlich die Dünung, aber die stört nicht, die ist irgendwie relativ hoch und lang. Alles ist wunderbar. Jetzt haben wir da um 16 Uhr, nähern wir uns jetzt langsam diesen Kap hier bei Nazaré. Im Hafen von Nazaré erwartet uns dann Mario. Was richtig Tolles. Bei der Mittwoch fahren wir hier durch die Enge zwischen Belengua und Peniche durch. Hier ist der Leuchtturm von Peniche. Alles unter Maschine leider. Jetzt abends 18:30 Uhr fahren wir am Cabo de Roca vorbei. Cabo de Roca ist quasi das erste der beiden Caps, bevor es direkt links abgeht nach Cascais. Also nach Richtung Lissabon. Liegen wir in Cascais verankert, toll hier. Drüben ist irgendwie Live-Musik. Und hier ist ordentlich Wind am Ankerplatz, aber das macht gar nichts. Das ist wunderschön hier. So, ab Lissabon ändert sich das Klima. Da wird es wärmer, also deutlich wärmer. Die Nebelfelder werden auch seltener und das Segeln ist insgesamt angenehmer, würde ich sagen. Eine Sache gibt es zu beachten an den Kaps. Am Kap kann es sein, und ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass der Wind zulegt, extrem zulegt. Also wenn man draußen 15 Knoten Wind hat, zum Beispiel aus Nordwest, dann kann es sein, dass am Kap oder hinter dem Kap der Wind auf 25, 30 Knoten zulegt. Da muss man also gewappnet sein und gegebenenfalls auch einen Ref schon mal vorher eindrehen. Also ich drehe da eigentlich immer einen Ref ein. Ich bin das erste Mal flach auf der Seite gelegen, das war 1987. Da habe ich das nicht gewusst. Und vor dem Kap war kaum Wind und plötzlich ging das los und hat mich wirklich richtig auf die Seite gelegt. Also kann aber auch sein, dass gar nichts ist. Das weiß man natürlich nicht. Man soll es einfach nur wissen und im Auge behalten. Das Klima ändert sich, habe ich schon gesagt. Und das zweite Mal wird sich das Klima übrigens ändern, wenn man unten am Cabo de São Vicente ist, nämlich wo es dann quasi links abgeht in die Algarve. Oder die Algarve fängt schon ein bisschen früher an, aber wo es quasi Richtung Gibraltar abgeht, da ändert sich das Klima nochmal entscheidend. Und man sagt so, dass zwischen
Lissabon und der Algarve sind ungefähr 10 Grad Unterschied, also 10 Grad Celsius Unterschied. Das ist schon beachtlich. In der Algarve ist ein tolles Klima, das beste Klima wahrscheinlich in Europa. Und deswegen ist es auch beliebt hier zum Überwintern für einige, was wir übrigens auch mehrfach gemacht haben, mehrere Winter lang. Samstag, 24. August. Wir verlassen nach 2 Tagen Cascais, einen wunderschönen Vorort von Lissabon. Und wir fahren jetzt wieder ein großes Stück weiter Richtung Süden nach Sines. Und sind noch welche da? Vito? Ja? Sind noch welche da? Ja. 5 Stück. Noch 5 Stück. In Sines kann man wunderbar ankern. Wir entscheiden uns aber, in die Marina zu gehen, weil leider wird uns Vito wieder verlassen nach ein paar Tagen. Und es ist natürlich besser, von Bord zu gehen in der Marina, statt mit dem Beiboot an den Strand zu fahren, wenn man Gepäck hat, etc. Wir gehen also in die Marina und am nächsten Tag geht es dann weiter. Morgens jetzt am Sonntag verschwindet Sines im Dunst. Vito ist schon weg. Er muss wieder nach Hause weiter studieren. Leider hat es Spaß gemacht mit ihm. Das letzte Stück fahren wir jetzt alleine. Am Sonntag, den 25. August, fahren wir hier am Cabo São Vicente vorbei. Draußen ist noch ein Segler, der nach Norden kreuzt. Und hier unten bei ganz friedlichem Wetter das Cabo São Vicente. Ein toller Moment hier, dieses Kap jetzt zu runden. Wahnsinn. Plötzlich ist der Winter und wir können sogar segeln. Wir haben jetzt praktisch von ganz wenig auf 20 Knoten Wind. Haben gemütlich die Genua ausgerollt und fahren hier weiter. Hier sieht man auch die ersten Höhen. So, heute ist der letzte Tag, heute ist Montag der letzten Woche. Jetzt fahren wir noch von Lagos, wo wir draußen vor Anker gelegen haben, neben der Hafeneinfahrt, also von Lagos nach Portimao. Da gehen wir auch wieder vor Anker. In der letzten Nacht war es sehr rollig durch den Südschwell. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es in Portimao besser ist. Jedenfalls haben wir dann diese Reise jetzt hier geschafft.
5 Meilen haben wir ja noch. Aber im Prinzip geschafft, die 2000 Meilen innerhalb von 8 Wochen. Eine Woche haben wir noch Zeit für ein bisschen Aufräumen und alles Mögliche und ausruhen. Alles perfekt.